Du wurdest belogen darüber, was eine Frau wirklich dazu bringt, dich zu wollen. Man hat dir beigebracht, zu jagen, dich ständig zu beweisen, den ersten guten Morgen-Text zu schreiben, immer verfügbar zu sein, ihr zu zeigen, wie ernst du es meinst, indem du zu viel gibst, zu viel erklärst und dich zu sehr verpflichtest. Und trotzdem zieht sie sich zurück. Sie sendet weiterhin gemischte Signale. Sie entscheidet sich trotzdem für jemand anderen. Du gibst dir alle Mühe, aber du bist nicht derjenige, der gejagt wird. Und das Schlimmste daran ist Folgendes. Du glaubst, es liegt daran, dass du nicht attraktiv genug bist, nicht reich genug, nicht selbstbewusst genug. Aber die Wahrheit ist viel einfacher. Du spielst nach den falschen Regeln. Während du versuchst, sie zu erobern, überlegt sie überhaupt erst, ob sie dich will. Und wenn du nicht verstehst, warum das so ist, wirst du denselben Kreislauf wiederholen, dich zu schnell binden, zu viel geben und dich fragen, warum sie langsam das Interesse verliert. In diesem Video werde ich alles aufschlüsseln. Ich sage dir genau, was du falsch machst. Und noch wichtiger zeige ich dir, wie du das Blatt wendest, wie du der Mann wirst, an den sie ununterbrochen denkt. Der Mann, der nicht jagt, weil er gejagt wird. Am Ende wirst du das Geheimnis verstehen, das 99% der Männer nie begreifen, legen wir los. Während du versuchst, die perfekte Nachricht zu formulieren, schaut sie auf ihr Handy. Nicht um dir zu antworten, sondern um zu sehen, ob jemand anderes geschrieben hat. Während du deinen Terminplan umstellst, um sie zu treffen, fragt sie sich, ob sie überhaupt etwas für dich empfindet. Während du nachts wach liegst und an sie denkst, hat sie schon vergessen, was du gestern gesagt hast. Das ist kein Urteil, das ist Realität. Und sie passiert aus einem einfachen Grund: du jagst. Sie wählt. Und wenn eine Frau ohne Konkurrenz oder Herausforderung wählen darf, verliert sie schnell das Interesse. Anziehung wächst nicht in Sicherheit, sie wächst in Ungewissheit. Und genau das hast du übersehen. Denn alles, was man dir über Beziehungen beigebracht hat, basiert darauf, ihr zu geben, was sie will. Doch was wahre Besessenheit auslöst, ist etwas anderes. Es ist das, woran sie nicht aufhören kann zu denken. Und wenn dir dieser Gedanke nicht ganz geheuer ist, gut. Denn das bedeutet, dass du langsam aufwachst. Jetzt zeige ich dir, was diese Besessenheit wirklich auslöst. Aber bevor wir tiefer einsteigen, tu mir einen Gefallen. Drück auf Gefällt mir. Wenn dich das bisher schon trifft, wird das, was gleich kommt, dich noch mehr treffen. Lass uns weitermachen. Jede Frau hat begrenzten mentalen Raum. Meistens ist er gefüllt mit Leben. Arbeit, Familie, Stress, Ziele, Dramen, Ängste, Hoffnungen. Aber ein kleiner Teil davon ist besonders kostbar. Ein psychologisches Premium-Grundstück, reserviert für Dinge, die sie nicht vergessen kann. Gedanken, die sich wiederholen, Fragen ohne Antwort. Momente, die sich anders angefühlt haben. Und jetzt kommt das Entscheidende. Die meisten Männer kommen diesem Ort nie nahe. Sie sind wie ein Werbeplakat am Straßenrand, gesehen und wieder vergessen. Aber manche Männer bauen etwas Bleibendes in ihrem Kopf. Sie schaffen eine emotionale Architektur, um die sie ihre Welt ordnet. Und die Männer, die das schaffen, verstehen eine zentrale Wahrheit. Ihr Verstand erinnert sich an das, was nicht abgeschlossen ist. Lass uns darüber sprechen, warum. Es gibt einen psychologischen Effekt namens Zeigarnik-Effekt. Das Gehirn erinnert sich an unerledigte Aufgaben viel intensiver als an abgeschlossene. Deshalb bleibt dir ein Lied im Kopf, wenn es plötzlich aufhört. Deshalb kann dich ein Gespräch, das mitten im Satz endet, tagelang beschäftigen. Übertrage das jetzt auf Beziehungen. Die meisten Männer versuchen, vollständig zu sein.
Vorhersehbar, komplett erklärt. Sie schreiben sofort zurück. Sie sagen ihr alles. Sie legen ihre Gefühle offen auf den Tisch, in der Hoffnung, dass sie so ihre Aufmerksamkeit gewinnen. Doch das funktioniert nicht. Es zerstört das Mysterium. Es beendet die Geschichte. Die Männer, denen sie hinterherrennt, sind ungelöste Angelegenheiten. Sie lassen Teile von sich im Verborgenen. Sie erzeugen Neugier, keine Klarheit. Sie wecken Fragen, keine Antworten. Und ihr Verstand, der darauf ausgelegt ist, das Puzzle zu vervollständigen, fängt an, die Lücken mit Fantasien, Annahmen und Sehnsüchten zu füllen. Sie wird zur Autorin der fehlenden Geschichte. Und weil sie selbst geschrieben hat, ist es genau das, was sie will. Lass uns noch tiefer gehen. Wie jede Wirtschaft wird auch Wert und Anziehung durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Je zugänglicher, verfügbarer und bedürftiger du bist, desto weniger Wert hat deine Präsenz. Und genau hier ruinieren die meisten Männer ihre Chancen. Sie erschaffen ein künstliches Überangebot ihrer selbst. Immer am Schreiben, immer am Komplimente machen, immer verfügbar. Sie werden zum emotionalen Ausverkauf. Hoher Vorrat, geringe Nachfrage, null Geheimnis. Doch der Mann, der den Jagdinstinkt auslöst, macht genau das Gegenteil. Er bietet künstliche Knappheit. Nicht, weil er kalt oder manipulativ ist, sondern weil er seine Zeit, seine Mission, seine Energie wertschätzt. Er verschenkt seine Präsenz nicht einfach. Sie muss verdient werden. Seine Aufmerksamkeit ist nicht automatisch. Sie wird gezielt vergeben. Und gerade deshalb hat sie einen Wert. Du bist nicht distanziert, du bist selten. Und je seltener etwas ist, desto mehr wird es begehrt. Und das führt zum entscheidenden Wandel. Anstatt zu versuchen, sie zu gewinnen, beginnst du ihr Verhalten zu bewerten. Du bist nicht mehr der Bewerber. Du bist derjenige, der auswählt. Du fragst nicht mehr, ob sie dich mag. Du fragst dich, ob du sie in deinem Leben haben willst. Und wenn sie diesen Wechsel spürt, wenn sie merkt, dass sie die Kontrolle über die Dynamik verloren hat, dann beginnt die Jagd. Aber hier kommt die Warnung. Und sie ist ernst gemeint. Es gibt eine dünne Linie zwischen gesunder Anziehung und toxischer Besessenheit. Falsch eingesetzt können diese Prinzipien jemanden emotional brechen. Sie können ungesunde Bindungen auslösen, Abhängigkeit, Obsession. Es geht nicht um Manipulation, es geht um verantwortungsvolle Selbstkontrolle. Du willst Neugier wecken, nicht zerstören. Du willst, dass sie sich zu deinem Leben hingezogen fühlt, nicht süchtig nach deiner Bestätigung wird. Das Ziel ist gegenseitige Anziehung, nicht emotionale Dominanz. Denn wenn du diese Werkzeuge mit der falschen Absicht benutzt, ruinierst du nicht nur Frauen, du ruinierst dich selbst. Also wie macht man es richtig? Knappheit lässt sich nicht vortäuschen. Wenn du nur so tust, als wärst du beschäftigt. So tust, als hättest du Optionen. So tust, als wärst du selbstbewusst. Sie wird es merken. Der Mann, der auf natürliche Weise Anziehung auslöst, spielt keinen Wert vor. Er besitzt ihn. Er muss nicht absichtlich unberechenbar wirken. Sein Leben ist unberechenbar, weil es voller Wachstum und Zielstrebigkeit ist. Er muss keinen sozialen Beweis inszenieren. Menschen fühlen sich zu ihm hingezogen, weil er wirklich lebt. Du musst das Spiel nicht spielen, wenn du der Gewinn bist. Und das ist der wahre Wandel. Frauen jagen Männer, die etwas Größeres jagen als Frauen. Ein Mann mit einer Mission ist magnetisch. Ein Mann, der sich auf den Aufbau seiner selbst konzentriert. Seinen Körper, seinen Geist, sein Business, seine Vision. Der hat Anziehungskraft. Er versucht nicht, gejagt zu werden. Er ist einfach nicht verfügbar für Spielchen. Und genau das zieht sie an. Sie will ihn verstehen. Sie will Teil seiner Welt sein.
Sie will die Frau sein, die endlich seine Aufmerksamkeit gewinnt. Und all das passiert, wenn du aufhörst, sie zu jagen und anfängst, deiner Bestimmung hinterherzujagen. Denn das ultimative Spiel findet in deinem eigenen Kopf statt. Wenn du aufhörst, zu versuchen, das zu werden, was sie will, und anfängst, das zu werden, wozu du bestimmt bist, kehrt sich die Jagd um. Du brauchst keine Strategien. Du brauchst keine Anmachsprüche. Du musst deinen Wert nicht ständig beweisen. Denn dein Leben beweist ihn für dich. Und wenn dein Leben erfüllt, reich und zielgerichtet ist, müssen Frauen nicht überzeugt werden, dich zu wollen. Sie kämpfen darum, Teil davon zu sein. Das ist das Geheimnis. Das ist der Wandel. Und das ist die Wahrheit, die 99% der Männer nie verstehen